Hallo liebe Freunde, Papier gehört zu unser aller täglichen Leben dazu. Oft genug wird's achtlos weggeworfen. Habt ihr euch aber schon mal Gedanken gemacht, wo das Papier eigentlich herkommt? Der Videoclub Grünhainichen hat in Kooperation über einen längeren Zeitraum in den 90er Jahren den technischen Umbruch per Video festgehalten, hat mit alten, gestandenen, von der Pike auf gelernten Papiermachern gesprochen und ich habe im Nachlass meines Vaters diese alten Aufnahmen gefunden. Mein Vater war einer der federführenden Leute in diesem Videoclub. Und auch wenn die damaligen VHS-Aufnahmen nicht dem heutigen technischen Stand entsprechen, so hoffe ich, ihr habt trotzdem Spaß an diesen unwiederbringlichen Aufnahmen und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Wussten Sie schon, dass wir in Deutschland täglich ca. 47.401 Tonnen Papier verbrauchen? Von den 91 Meldenummern der Papierproduktion zeigen wir Ihnen nur 8 alltägliche Papieranwendungen. Unsere Vorstellungskraft reicht nicht aus, um die Vielfalt der Papier-, Haupt- und Nebenanwendungen in Mischprodukten zu erfassen. Allein bei den Presseerzeugnissen bewegen wir täglich im Haushalt ca. 250 Gramm. Dabei entfallen allein schon 60 Gramm auf Werbebeilagen und nicht selten wandern sie kopfschüttelnd sofort in den Papierkorb. Schnell wäre dieser marktwirtschaftliche Wegwerfluxus beendet, müssten wir unsere Mitteilungsbegierde wie unsere Vorfahren auf Schiefertafeln kritzeln. Doch unsere Unvernunft hat System, nämlich nach dem Motto, solange der Vorrat reicht. Immerhin werden noch 40% unseres Papieraufkommens von Holzschliffpapier abgedeckt. Und zur Herstellung von 1000 Kilogramm Papier muss ein ausgewachsener Baum dran glauben. Doch nicht die Papierverschwendung und Verwendung ist das Anliegen unseres Videos, sondern die Geschichte der Papierherstellung am traditionsreichen Standort Grünhainichen. Mehr als die Hälfte ihres Lebens verbrachte so mancher Papierwerker in dieser Produktionsstätte. Wir befinden uns heute auf dem Hof der Papierfabrik Grünhainichen und wir haben uns mit Herrn Gebert verabredet. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, Herr Gebert. Sie haben lange Zeit hier in diesem Betrieb gearbeitet. Wie viele Jahre waren das? Das waren genau 43 Bevor Jahre. einige ehemalige Papiermacher in ihren Erinnerungen schwelgen, wollen wir in groben Zügen die wechselvolle Geschichte dieser Produktionsstätte darstellen. Von der ersten Papiermühle in Deutschland im Jahre 1390 und der Herstellung der ersten Papiermaschine vergingen nochmals 400 Jahre. Mit der Eintragung ins Handelsregister nahm im Jahre 1881 die gemeinsame Firma Siegel und Hase die industriemäßige Produktion von Papier im Flöatal auf. Die Anwendung von Wasserturbinen bot die Möglichkeit, im Vergleich zur Dampfmaschine wesentlich effektiver die Holzstoffindustrie anzukurbeln. Zuerst wurde auf der Flur von Marbach die Marbacher Schleiferei nach dem bereits vorhandenen Projekt des Baumeisters Wendler errichtet. Wendler durfte selbst nicht bauen, da ihm vom Staat nicht das Wasserrecht erteilt worden war. Es folgte eine weitere Schleiferei im Mühlenholz auf Borstendorfer Grund. Hier entstand im Jahre 1881 auch die erste Papierfabrik, um den vorhandenen Stoff auch bis zu Papier verarbeiten zu können. Eine weitere Schleiferei wurde auf Leubsdorfer Grund, etwa 2 Kilometer flussabwärts, die sogenannte Priensmühle errichtet. Besser gesagt umgebaut, denn es existierte bereits eine Mahl- und Schneidemühle im Bauerngut. Diese Scheune war das letzte vorhandene Objekt der Mahl- und Brettmühle. Nach dem Erwerb des Grundstückes Langwiese ging im Jahre 1890 eine weitere neu erbaute Schleiferei in Betrieb. So sah die Borstendorfer Schleiferei und Papierfabrik von der Sicht der Reichsbahnanlage aus. Aber auch die Langwiese blieb nicht nur Schleiferei, sondern wurde im Jahre 1890 erweitert zur Papierfabrik. Hier sehen wir die Papiermaschine 3 zur Jahrhundertwende. Zur Sicherung der Produktion, auch bei Wassermangel in der Flöa, wurde zusätzlich eine 600 PS Dampfmaschine im März 1902 in Betrieb genommen. Der steigende Bedarf an Papier führte auch zu weiteren Vergrößerungen der Produktionsstätten. So wurde die 1889 am Hauptwerk errichtete Holzschleiferei zu einem Holländergebäude umfunktioniert. Die im Seitental der Flöa gelegene Rochhausmühle, eine alte Papiermühle, wurde 1904 von der Firma Siegel und Hase gekauft, jedoch nach Umbauten nur für Wohnungszwecke benutzt. Siegel und Hase hatte seine Holzstofflieferer auch in der Schlossmühle auf Leubsdorfer Grund und der Höllmühle in Schellenberg, die sich noch im Besitz von Walter Steyr befand, später aber auch durch Siegel und Hase aufgekauft wurde. Zur damaligen Zeit gab es noch keine maschinelle Entrindung des Holzes. Dies besorgten die Holzschäler mit Schälmesser im Freien oder unter einem Schauer.
Es war eine schwere körperliche Arbeit. Auf Holzloren wurde das Holz von den Lagerplätzen oder der Bahn von Pferden, Arbeitern oder später von Dieselloks gezogen und zu den Schleifereien transportiert. Wassermangel in trockenen Jahren, aber auch das Gegenteil davon, Hochwasser, führten oft zu großen Produktionsverlusten. Eine der verheerendsten Hochwasserkatastrophen ereignete sich im Jahre 1897. Nachts 1 Uhr, so schrieb man, erreichte der Wasserpegel 4 Meter und die Bögen der steinernen Brücke zwischen Borstendorf und Grünhainichen waren völlig ausgefüllt. Am Schleifereigebäude der Primsmühle wurde eine Ecke weggerissen. 3 Wochen lang ruhte die Produktion. Aber auch strenge Winter, zugefrorene Flüsse, vereiste Turbinen bescherten den Arbeitern schwierige Arbeitsbedingungen. Unzulängliche Arbeitsbedingungen kennzeichneten diese Zeit auch in der Papierfabrik Grünhainichen. In dieser 20 Quadratmeter großen Werkstatt mussten ein Schmied und ein Klempner arbeiten. Es fehlten Wasch- und Umkleideräume für Arbeiter. Familienangehörige brachten das Essen und die Kündigungsfristen waren täglich. Wir machen jetzt einen Sprung hinweg über die Zeit des Dritten Reiches, die für die Papierherstellung lediglich eine Umstellung auf Kriegsproduktion bescherte und Arbeiter durch Dienstverpflichtung ausquartierte. Nach dem Sieg der Roten Armee regelten auch ihre Befehle zunächst die Wiederingangssetzung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens. Dazu gehörte allerdings auch der Abbau von Maschinen. Daran erinnert sich noch gut Karl Gebert, ein betagter Papiermacher. Ich habe hier am 15. Januar 1946 angefangen und am 15. März kam die Demontage, wurden die beiden Papiermaschinen und die anderen Aggregate demontiert. Und dann habe ich die Demontage mitgemacht vom 15. März bis Ende Mai. Und am 1. Juni bin ich dann in der Papierwerk von Grünhainichen. Mit der Variante oder mit den Vorstellungen, dass da unten laut Kommentatoren, die das so waren, die Papiermaschine 2 und 5 auch demontiert werden sollte. Doch es kam anders. Die Demontage wurde beendet und die Produktion wieder angekurbelt. Und so begann auch für den jungen Papiermacher Karl Gebert eine lange Papiermachertradition in der Papierfabrik. 46, wie ich schon sagte, angefangen. Da mussten wir den anfallenden Ausschuss, der hier anfällt an solchen großen Aggregaten, den mussten wir zusammenrollen. In einer Rolle, eine große, Meter, Meter 50 Durchmesser ungefähr. Und die musste dann, nein, die wurde dann auf den Buckel hochgetragen. Eine Treppe wie hier ist, aber Holztreppe, wie sie im Gebäude war, mussten wir die hochtragen. Und wenn die Maschine schlecht lief, dann konntest du so 10, 15 solche, wir sagten Hocken dazu, musst du darauf schieben. Damit das oben wieder in Aufbreitung kam, im Koller reinkam und wurde dann wieder kleiner, da wurde dem Papiervlies wieder zugesetzt. Eine schwere Arbeit. Und was wir hier sehen, das ist nur ein Dampferwagen, mit denen wir uns ein bisschen rumquälen. Da haben die Dampfers drauf, die fertigen Dampfer, die wurden dann zu den Ausrüstungsaggregaten gefahren. Dann später mal, da kamen mal Elektrowagen, aber da war dann der Unfall, das hat man das wieder sein gelassen. Inzwischen ist das ja alles dann anders, das wurde dann eben vorwiegend modernisiert. Aber wie gesagt, also, es war schon hart, warm, kalt, Zugluft, nass, trocken, bedingt durch die Produktion. Wie waren denn die Verdienstmöglichkeiten so kurz nach dem Krieg? Naja, also ein Stundenlohn 75 Pfennig, das war mein Maschinenführerlohn. Schon Maschinenführer sogar. Ja. Enorm. 75 Pfennig, das hat sich dann gesteigert. Also ich würde sagen, die letzten Jahre haben wir dann nicht schlecht verdient. Sind wir über 1000 Mark gekommen, aber sonst da sah es drüber aus. Wie das überall war. Der Verdienst war ja nirgends so riesenhoch, dass man Reichtümer sammeln konnte. Am 1.6.1946 hatten bereits alle Papiermaschinen wieder die Produktion aufgenommen und das sogar dreischichtig. Durch Volksentscheid wurde auch die Papierfabrik Grünhainichen-Borstendorf am 30.06.1946 enteignet und von der Landesverwaltung Sachsen übernommen. Später wurde der Betrieb dem Landesverlag Dresden und 1952 der Zentrag Berlin angegliedert. Erst am 01.01.1964 erhielt der Betrieb den Namen VEB Papierfabrik Grünhainichen.
Im Zeitraum von 1946 bis 1957 wurden im Wert von 21,6 Millionen Mark umfangreiche Investitionen getätigt. So wurde mit dem Bau einer zentralen Holzschleiferei und eines neuen Kesselhauses mit einer Stromerzeugungsanlage begonnen. Eine Steigerung der Papierproduktion bedeutete mehr Dampf und mehr Strom. Die Stromerzeugung durch Wasser war unzureichend und bei Wasserknappheit zu unsicher. Das neue Kesselhaus mit 4 Hochdruckdampfkesseln war eine logische Investition. Die Kohlewanderrastfeuerung war für die damaligen Verhältnisse eine moderne und zuverlässige Technologie. Befeuert wurden immer nur 3 Kessel und der 4. blieb in Reserve. Mit 30 Tonnen Dampf pro Stunde wurde nicht nur der gesamte Bedarf für die Papierproduktion gedeckt, sondern auch 2 Dampfturbinen mit einer Leistung von ca. 4 Megawatt als Nebenprodukt mitversorgt, indem der Hochdruckdampf entspannt wurde. Die Ascheentsorgung des Kesselhauses erfolgte mittels einer Kleinbahn zu einem über 3 Kilometer entfernten Ascheberg. Interessant ist, wie schnell die Papierproduktion gesteigert wurde. 1946 wurde mit 490 Vollbeschäftigten eine Jahresleistung von 14.520 Kilotonnen erreicht. Der Vorkriegsausstoß von 26.561 Kilotonnen wurde 1955 wieder erreicht. Mit 610 Beschäftigten wurde 1980 mit 34.624 Kilotonnen die höchste Produktion zu DDR-Zeiten erzielt. Doch bevor in der neu erbauten zentralen Schleiferei dafür durch neue produktive Holzschleifer die Voraussetzung gegeben war, mussten bis 1957 noch die alten Schleifereien längs der Flöa einen Teil des Holzschliffes für die Papierherstellung liefern. Diese alten Schleifereien, die ausschließlich von der Wasserkraft lebten und auch ihren eigenen Strombedarf über Gleichstromgeneratoren deckten, funktionierten noch über einen Zentralantrieb mittels großer Transmissionen und vieler Lederriemen zu jeder einzelnen Maschine. Die Holzschleifer wurden über 50 cm breite Riemen angetrieben. Sie benötigten die größte Antriebsleistung. Wesentlich kleiner war die Antriebsleistung der Pappmaschinen, Sortierer, Raffinäre, Pumpen und Kreissägen. Siegfried Zärtner und Georg Franz, 2 langjährige Papierarbeiter aus Grünhainichen, erinnern sich. Neben mir steht der Herr Franz und der Herr Zärtner. Wann haben Sie hier gearbeitet? 1953 habe ich angefangen hier. 1953. Am 1. September. Als Lehrling oder? Als Lehrling. Als Lehrling. Ja. Und wie lange ging das dann hier? Dann habe ich hier bis 1900 Ende 54 Und dann sind Sie in in das der Haus- neuen Schleiferei. Ja, in der neuen Schleiferei. Ja. Und wann haben Sie angefangen hier? Ich habe am 1. September 1949 angefangen hier. 49. 49, ja. Wie war denn der Anfang damals so? No, ich habe damals als jugendlicher Hilfsarbeiter angefangen. Und was haben Sie da für Arbeiten machen müssen? Nur zuerst haben wir hier müssen das Holz abladen. Das kam mit Luren, kommt das hier rein. Wir haben das müssen abladen, dann noch einmal zerschneiden auf halbe Meter. Ach, das kam in Meterstücken? In und Sie Meterstücken mussten kam das, ja. Ja, Und und wir die- mussten das noch einmal auf halbe Meter schneiden. Eine Kreissäge hatten Sie schon. Kreissäge war hier, alles war ja. Und was haben Sie als erstes gemacht? Als erstes Transport. Transport und dann an der Pappmaschine haben wir dann den Stoff, was von den Holz verschliffen wurde, haben wir unten an einer Maschine haben wir abgenommen. Da standen 3 Maschinen, den ganzen 4er, die eine war nie in Betrieb oder nur bei Fangstoff, die eine Maschine. Ja, und da haben wir die Päckeln zusammengelegt und auf Lohren und die wurden dann aufgeschafft in Hauptberg. Aha. Ja. Und die Antriebsart war alles mit Wasserkraft? Wir sehen das Wasserkraft, hier. ja. Und was haben Sie gemacht, wenn kein Wasser da war? Das nannte sich Zu wenig. Das war bei uns, das nannte sich, da haben wir gedämmt, so war der Ausdruck bei uns dazu. Da mussten wir am Rep abstellen und da hatten wir einen Pegel drin, wenn wir konnten wieder anfangen, wenn der Wasserstand hoch genug war.
So, hast du zugedreht? Ja. Ja. Das war ein Mist, oder? Ne? Oh, eigentlich war doch. Dämmen in der Nachtschicht bedeutete für die Arbeiter warten, bis das Wasser im Wehr wieder genügend angestaut war, sodass es für die Turbinen reichte. Man saß also am knisternden Ofen, packte die Stullen aus, rauchte und erzählte sich Dorfgeschichten. So hatten diese alten Schleifereien mitunter auch eine romantische Seite. Dämmen in der Tagschicht bedeutete jedoch nicht, untätig auf Wasser zu warten. Es wurden Reparaturen ausgeführt, Reinigungsarbeiten durchgeführt und auch Unrat aus der Turbine entfernt. Oder so. Und was er nicht machen konnte, dann wurde dann der Schlosser angefordert von oben. War das ein bisschen gefährlich, die ganze Nicht Sache? gefährlich, es war schon, das ging vielleicht erst 2-3 Meter rein bis zum Schützen. Also unheimlich. Man dachte immer, wenn der Schützen mal bricht, also da ist nicht mehr zu retten. Alles zu spät dann. Und wie war denn überhaupt das Transportsystem hier? Gab es da eigenes, eine Kleinbahn hier oder wie wurde das transportiert? Da kam Schmalspur runter mit Kleinloks. Hier ist das Gleis liegt schon drin hier. Und da brachten die das in Hulz, also in Lohren runter, auf Meter und wir haben sie auf Halbmeter geschnitten hier. Ja. Und der Stoff, was unten erzeugt wurde, was oben verwendet wurde zum Papier wieder, da wurde auch wieder auf Lohren hinten rausgeholt. Ja, und die Technik war zuverlässig. Ja, also das könnte sagen, ja. Das war nicht das Fahrzeug, wo die Kupplung nicht ging. Nee. Das war wieder ein anderes. Ja, war wieder anders, Was ja. war denn das? Na, das war so eine alte Benz, so eine alte Diesellok, oder was das war hier, die alte von, ja, die schwarze. Ja, das, Wie war das? Die ist dann hinten wieder zur Tür rausgefahren? ja, die dort hinten. Mit der Kupplung waren immer Schwierigkeiten, weil dann Mit der denkst Kupplung? du, ich glaube, die Kupplung nicht auslehnt oder so. Ne? Kann ich mich noch daran erinnern, dass die immer hier hinten ausgerammelt ist. Ja. Hat es immer Unfälle noch gegeben hier oder besondere Ereignisse? Nee, das wüsste ich nicht. Nee. Unfälle wüsste ich nicht. Dass mir passiert ist, aber direkt schwere Unfälle, so wüsste ich nicht. Nee. So, und die, War es eine harte Zeit, im Winter, im Herbst, nein, wenn das Laub fiel. Wir haben schon müssen dann richtig sauber machen hier. Das waren also Zentner waren das, in einer Schicht, zentnerweise. Aber wir müssen das mit dem Korb rausschaffen und hier rüber schaffen. Hier rüber und dann Hang. und es wurde in 3 Schichten gearbeitet. 3 Schichten, ja. Und am Schützenhaus, wenn da zu viel Laub drin war, wie der Sieg schon sagt, mussten wir das mit dem Buschkorb hier neben an den Hang schaffen, damit hier drinnen wieder Platz wurde, damit es neue wieder hinkommt. Wie viele waren denn überhaupt beschäftigt hier? Also pro Schicht waren 2 Mann. Ein Schleifer und ein Pappenabnehmer. Aha. Und der Meister. Ja. Und in der Tagschicht waren noch 2 Mann für das Holzschneiden. Ja. Waren die verantwortlich. Also Ja, bei viel Wasser dann Holzschliff absetzen, auf Laucher setzen. Ja. Es wurde in 3 Schichten gearbeitet, nicht in rollender Woche. Nee, rollende Woche hier unten nicht. Gab es zu der Zeit noch nicht mehr. Aber Solange sonst war es bestimmt ein gemütliches Arbeiten. Oh ja, Erinnern Sie sich Ja. gerne noch an diese Zeit? ja. Sie waren damals noch Schlecht, jung, schlecht war es nicht, war Ja, so junges ja. Böschel noch. Ne? Sie waren ja alle gleichmäßig Ja. arm. Oder wie war das damals? Wie waren die Verdienstmöglichkeiten überhaupt? Naja, zu der Zeit war es noch nicht gar so berühmt, ne? Das war in den 50er Jahren. Wie viel gab es denn da ungefähr im Monat? Ich weiß, wer hat die angefangen. Wir waren das, war es 120 Mark oder was das war, das nur. War es 120 Mark, ja. Und wie war die Verpflegung? Eine Betriebsküche hat sich ja nicht gelohnt hier. Wurde hier Kaffeekrügel mitgenommen oder wie war das? Ja, ne, Oder gab es eine Flasche Bier? in der schlechten Zeit war das so, da war ja oben im Hauptwerk die Werksküche. Ja. Und du musst immer einer mit dem Handwagen losziehen und das Mittagessen immer runterholen. Ja.
Ja, haben Sie Ja. auch gemacht. Ja. Und es ist dann nicht kalt geworden, wenn Sie hier waren. Ach, wenn ich überlege, hier runter zu manchmal, der Weg war nicht unrund und so Schlaglöcher drin. Die stürzen dann, klappern und. Oh. So war der Und du Wald. musst von Nürnberg bis zur Schlussmiete. Das liefern Bremsmiele und Schlussmiete. Im Jahre 1957 wurden diese alten Schleifereien längs der Flöa endgültig stillgelegt, denn inzwischen war auf der Langwiese auch eine neue, moderne zentrale Schleiferei entstanden. Herbert Kraus erinnert sich an den Einbau der Technik, die nicht nur neu war. Nein, es war nicht alles neu. Neu war zum Beispiel der Stetigschleifer, die Sortieranlage für den Stetigschleifer bzw. die Eindickanlage war komplett neu. Aus finanziellen Gründen musste auch auf alte Maschinen zurückgegriffen werden, die technisch noch so gut waren, dass sie eingesetzt werden konnten. Die wurde von unseren Schlossern in den alten Schleifereien abgebaut, überholt, zur Schleiferei gebracht und dort von uns mit unserer Mithilfe aufgebaut oder aufgestellt. Der hohe Holzverbrauch der neuen Schleiferei zog auch nach sich, dass die Entrindung modernisiert werden musste. Die Handentrindung hatte nur noch vereinzelt in den alten Schleifereien bis 1951 eine Rolle gespielt. In der neuen Entrindung kamen nebeneinander mehrere Technologien zur Anwendung. Neben der Nasstrommelentrindung fand auch die Holzschälmaschine Anwendung. Der Holztransport und Holzschnitt wurden mechanisiert und eine Holzdämpfanlage errichtet. Ein Portalkran, eine mechanische Säge und andere Rationalisierungsmaßnahmen führten auch zu einer spürbaren Verringerung körperlich schwerer Arbeit. Aber auch die Papiermaschinen, sie stammten zum Teil noch aus dem Jahre 1898, bedurften einer Erneuerung. So wurde die bereits 1931 völlig rekonstruierte Papiermaschine 2 1973 umgebaut. Die Papiermaschine 3 wurde verschrottet. 1982 bis 1983 erfolgte ein Umbau der Papiermaschine 2 zur Papiermaschine 6. Dazu machte sich an der Flöa-Seite ein Anbau notwendig. In dieser Folge wurden auch Cleaner Stoffreinigungsanlage, Auflauf- und Siebpartie, Seilführung, Dunsthaube mit Wärmerückgewinnung, Leimpresse, Airfull-Trockenanlage mit Nachtrockengruppe, Ölumlaufschmierung, Glättwerk und Rollenschneidemaschine neu errichtet. Das Ergebnis war eine spürbare Produktionssteigerung von 1959 10.280 Tonnen auf 13.720 Tonnen im Jahre 1970. Auch die Qualität konnte von Zeitungsdruckpapier auf Schreib- und Druckpapier der Sorten A bis C einschließlich Volumenpapier für den Export erheblich verbessert werden. Es wurden auch die Forderungen der Zentrag zur Bereitstellung von oberflächengeleimtem Offsetpapier und damit der Ablösung von Papierimporten aus dem NSW erfüllt. Es wurden jedoch auch Wünsche aus der Sowjetunion berücksichtigt. So wurde an der Papiermaschine 4 ein Trennpapier für Schichtpressstoffe entwickelt. Der eigene Rationalisierungsmittelbau spielte bei der Modernisierung der Produktionsanlagen eine große Rolle. Die Papiermaschine 6 erhielt von 1982 bis 1984 ein Prozessleitsystem. Hier im Bild sehen wir eine Rollenschneidemaschine neben der Papiermaschine 6. Parallel zu den technischen Neuerungen für den auf über 600 Arbeitskräfte angewachsenen Betrieb wurden Schritt für Schritt auch die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessert. So entstand 1954 in Grünhainichen eine neue Küche und ein neuer Speisesaal. Sanitätsbaracke, Sauna, Sozialräume und Wohnungen entstanden ebenfalls mit der Hilfe des Betriebes. Dieser Speisesaal wurde nach der Wende nicht mehr benötigt und abgerissen. Eine bedeutende Modernisierung und 1,7 Millionen Mark umfassende Investition erfolgte von 1956 bis 1957.
Neben der Errichtung einer neuen Schmiede und Schlosserei erfolgte auch eine Umrüstung der Papiermaschine 5 auf Elektroantrieb und damit wurde auch das Dampfkraftwerk besser ausgelastet. Die Papierfabrik veränderte in diesen Jahren jedoch nicht nur sein eigenes Antlitz, sondern hatte auch nachhaltigen Einfluss auf das sportliche, kulturelle und soziale Leben der Orte Grünhainichen und Borstendorf. So entstanden 104 AWG-Wohnungen, Eigenheime, aber auch ein schmuckes Kulturhaus in Borstendorf, Kino, Turnhalle und vieles mehr. Frei von wirtschaftlichen Zwängen entwickelte sich über den privaten Bereich hinaus ein Miteinander in sportlichen und kulturellen Vereinen und Zirkeln. Die Geselligkeit wurde über Brigadetätigkeit und den Betriebskollektivvertrag auch finanziell und materiell gefördert. Betriebsfestspiele und bunte Veranstaltungen ließen das Kulturhaus Borstendorf zu einer beliebten Kulturstätte werden. Als die Papierwerker im Jahre 1990 das 100-jährige Jubiläum der Papierherstellung festlich im Kulturhaus begingen, ahnten sie noch nicht, dass die politische Wende auch für über 400 Papierwerker das Ende oder eine ganz andere berufliche Entwicklung bringen würde. Es begann ein Kampf um den Erhalt des inzwischen zur GmbH umgewandelten volkseigenen Betriebes. Die Treuhand sah ihr Ziel in der Privatisierung. Der Verlust des Arbeitsplatzes war für viele Papierwerker die Folge und Auswirkung der hereinbrechenden Marktwirtschaft. Arbeitslosigkeit war eine neue Erscheinung, mit der viele Papierwerker erstmalig Bekanntschaft machten. Die vorzeitige Beendigung der beruflichen Laufbahn traf auch Herbert Kraus. Er schilderte uns die Situation im Jahre 1993. Sie sind jetzt 68 Jahre. Wie war denn eigentlich der Übergang in den Vorruhestand bzw. in das Rentenalter? Der Übergang vom Vorruhestand in das Rentenalter ist mir relativ schwer gefallen, denn wenn man rund 50 Jahre im Betrieb tätig war, ist es nicht so einfach von heute auf morgen die Arbeit aufzugeben. Wann war das genau? Das war am 21. Mai, glaube ich, 92, wurde ich in Vorruhestand geschickt, und zwar deshalb, weil durch die Verhältnisse nach der Wende die Holzstiftproduktion generell gesehen in der gesamten Republik der ehemaligen DDR eingestellt wurde, sodass unser Beruf praktisch nicht mehr benötigt wurde und auch die Schleiferei, die zentrale Schleiferei in Grünhainichen, ihre Produktion einstellen musste. Der Holzstift, der weiterhin benötigt wurde, wurde kostengünstiger importiert, zum Beispiel aus Finnland bzw. Schweden, sodass wir mit unserer Produktion gar nicht mehr konkurrieren konnten. Und so wurde dann die Schleifereien, zum Beispiel Grünhainichen, Schwedt und Kriebstein zum Teil ganz eingestellt. Es wurde jedoch nicht nur die zentrale Schleiferei stillgelegt und demontiert, sondern auch die Papiermaschine 5. Nachdem Fremdfirmen und teilweise auch ABM-Kräfte die Maschine 5 zerlegt hatten und die Teile nummeriert worden waren, erfolgte der Transport per Schiff nach Indien. Wäre Karl Gebert nicht 1991 in den Vorruhestand gegangen, hätte er möglicherweise zum zweiten Mal in seinem Leben Papiermaschinen und damit den eigenen Arbeitsplatz demontieren müssen. Doch das blieb ihm zum Glück erspart. Ein Teil der Papierfabrik, so auch das Kesselhaus, die Kraftanlage und die Papiermaschinen 4 und 6 wurden 1995 privatisiert. Es entstand die Firma Grünperger. Hier trafen wir auch unseren alteingesessenen Papierwerker Siegfried Zärtner wieder. Circa 100 Papierwerker sind noch übrig geblieben von den einst 600 Beschäftigten in der DDR. An der Papiermaschine 4 wurden im Wert von ca. 4 Millionen D-Mark Modernisierungen durchgeführt. Die Papiermaschine 6 wurde mit einer Wärmehaube versehen und mit einem Qualitätskontrollsystem ausgestattet. Es erfolgte eine Mengensteigerung von ca. 15%. Anwendungsbezogen werden 5 Qualitätsstufen von Pergaminpapier hergestellt. Die Jahresproduktion beträgt ca. 10.000 Tonnen.
Dort, wo einst am unteren Eingang des Werkgeländes ein Wachgebäude stand, steht heute ein demontierter Miag-Schleifer. Einer der 3 Geschäftsführer, Josef Schmidt, äußerte sich zu dieser Entwicklung am Ende unserer Dokumentation. Die Grünperger ist das jüngste Kind des Standorts Grünhainichen, das sich in einer ständig wandelnden Umwelt mit hochspezialisierten Produkten erfolgreich behaupten muss. Unsere Philosophie ist, eine Welt ohne Papier ist trotz der modernen Medien nicht vorstellbar.